Moin und willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr seht, bin ich schon wieder unterwegs, um einen weiteren See in der Iron Lake Challenge zu umrunden. Heute soll es der kleinste werden von den 25 Seen und dies ist der Trammersee. Der Trammersee liegt bei Plön und die Strecke, wie gesagt, ist klein und es werden ungefähr so um die 9 Kilometer werden. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich dabei begleitet und mal sehen, was wir hier so erleben. Ich bin Hermann und schön, dass ihr da seid. Hier habe ich dann ja schon mal einen schönen Blick auf den Trammersee und ein paar kleine Fakten dazu. Also die Höhe über den Meeresspiegel ist ungefähr 20,03 über normal 0. Die Fläche des Sees ist 1,63 Quadratkilometer groß. Die maximale Tiefe ist 33,4 Meter und die mittlere Tiefe beträgt 11,1 Meter. Auf dem Video wird man das wahrscheinlich mal wieder nicht sehen, aber hier geht es doch einen ganz schönen Anstieg hier hoch, weil wir sind mal wieder in der holsteinischen Schweiz und die heißt ja nicht umsonst holsteinische Schweiz, weil es gibt doch einige Anstiege hier oben. Man merkt es auch leicht, dass ich etwas wohl aus der Puste bin. Ich hatte auch in letzter Zeit nicht so viel trainieren können, weil mal wieder etwas dazwischen kam. Aber ich will jetzt wieder regelmäßig los und meine restlichen Seen, es sind mit diesen jetzt noch 9 und vom kleinsten See, jetzt wie hier, muss ich natürlich auch noch den größten See bezwingen, den großen Plöner See mit 36 Kilometern. Hier habe ich jetzt auch eine Übersichtskarte gefunden. Also ich bin hier oben in Ratchensdorf. Hier unten habe ich geparkt und ich muss immer schön dem weiß-blau-weißen Schild folgen.
Ich hoffe, ihr konntet den kleinen Flug genießen. Da hat man dann auch gleich einen schönen Blick gehabt auf Plön und das Plöner Schloss. Ich hoffe, es ist nicht so ganz so versackt in dem Gegenlicht. Aber im Vordergrund war dann der Trammersee, wo ich rumgelaufen bin. Und im Hintergrund war zu erahnen, oder besser gesagt zu sehen, der große Plöner See. Oben bei dem Aussichtspunkt, wo man einen schönen Blick auf das Plöner Schloss hatte, dort gab es auch wieder einen Stempelkasten. Diese Stempelkästen werden aufgestellt von der Tourismusverband der Holsteinischen Schweiz. Und da gibt es wohl einige von. Es gibt auf der Website einige schöne Touren. Davon bin ich auch schon einige gelaufen. Zum Beispiel im letzten Jahr hatte ich auch Wanderwege für den Tourismusverband getestet. Da kommt man auch bei den Strecken an wunderbaren Punkten vorbei. Und man kann halt zusätzlich diese Stempel sammeln. Diese Stempelidee kannte ich eigentlich nur aus dem Harz. Dort gibt es ja die Harzer Wandernadel, wo man einige Punkte erwandern kann oder erkunden, wo man sich dann solche Stempel holen kann. Und wenn ein Heftchen davon voll ist, bekommt man die sogenannte Wandernadel aus dem Harz. Gerade bei dem Stück war es auch etwas zugewachsen und einige Brennnesseln da drin. Und leider haben sie mich auch am Arm erwischt, trotz ich die Arme hochgenommen hatte, aber im falschen Moment halt runtergenommen. Hier habe ich dann auch wieder eine Übersichtskarte gefunden. Also der letzte Punkt, wo ich eine gesehen hatte, war hier oben in Ratjensdorf. Jetzt bin ich hier in Tramm, also der Ort, der den Trammersee seinen Namen gibt. Und ich muss nur noch bis hier runter, also nur noch dieses kleine Stück. Und dann habe ich den kleinsten See in der Iron Lake Challenge bezwungen. Übrigens gibt es dann hier auch wieder einen Stempelkasten. Ihr gerade gesehen konntet, bin ich am Gut Tramm vorbeigekommen. Es wird durch eine Gutsverwaltungs GmbH verwaltet als Family Office für die Familie von Bragen. Über das Gut konnte ich leider nicht so viel erfahren, weil ich habe auf die Schnelle nichts gefunden. Wenn ich noch etwas finde, verlinke ich euch das natürlich unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, wenn jemand von euch mehr weiß über dieses Gut, kann es gerne mal in die Kommentare schreiben.
Das war sie dann auch schon. Die kleine Wanderung um den kleinsten See der Iron Lake Challenge Schleswig-Holstein, die Nummer 25, der Tramer See bei Plön. Die Strecke war jetzt so 9 Kilometer. Die genaue Strecke werde ich euch natürlich, was ich rein gelaufen bin und wie lange ich gebraucht habe, werde ich euch natürlich wieder in der animierten Karte anzeigen. Der Weg ist eigentlich wunderbar. Er führt immer so auf Feldwegen, durch Wiesen. Ein bisschen Asphalt muss natürlich auch dabei sein, aber das ist wirklich zu vernachlässigen bei dieser Kilometerzahl. Bei den 9 Kilometern braucht man auch nicht so eine Pause. Also ich hatte sie ab und zu gemacht, wenn ich die Drohne in die Luft geschickt hatte. Aber man hat auch einige Bänke gefunden für diejenigen, die doch etwas Pause machen möchten und vielleicht auch den Blick über den Tramer See zum Plöner Schloss genießen möchten. Wie gesagt, diese Wanderung hat mir sehr gut gefallen und ich habe mich wieder gefreut, dass ihr mit dabei gewesen seid. Würde mich natürlich wieder freuen über Likes, Kommentare und wer gerade neu auf meinem Kanal gelandet ist, gleich ein Abo dalassen und dass ihr nichts mehr verpasst, drückt auch die kleine Glocke daneben. Dann heißt es für mich wie immer zu sagen, bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss.